Herzlich willkommen zu den Video-Interviews mit PropTech und Context-Startups und deren Zusammenarbeiten mit der Bau- und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Christoph Bayer von Ambivation und heute begrüße ich ganz herzlich Florian Willer von Capmo. Herzlich willkommen. Hallo Christoph, grüß dich. Einmal kurz vorweg noch, warum führen wir die Interviews durch? Auf der einen Seite wollen wir Startups eine Bühne geben, ihr Innovationspotenzial vorzustellen. Auf der anderen Seite der Immobilienwirtschaft neue Lösungen für bestehende Herausforderungen und Probleme aufzeigen und auch so ein bisschen die Brücke bauen zwischen der innovativen Startup-Welt und der erfolgreichen, etablierten Unternehmenswirtschaft. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Florian, wenn du einmal zum Start sagst, wer bist du und was macht ihr? Sehr gut. Ja, Christoph, mein Name ist Florian. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Capmo. Und bei Capmo machen wir eine Baustellenmanagement-Software, die Architektur-Ingenieurbüros, aber auch Bauunternehmen oder der Bauherrenseite dabei hilft, ihre Projekte erfolgreich, und erfolgreich heißt dann meistens in der gewünschten Qualität, in der gewünschten Zeit und zu den gewünschten Kosten umzusetzen. Super. Kannst du uns vielleicht ein ganz konkretes Beispiel vorstellen, wie ihr mit einem Unternehmen zusammenarbeitet oder vielleicht auch zwei, die ein Unternehmen aus der Immobilien- und Bauwirtschaft? Gern. Also wie ich schon gesagt habe, wir haben sowohl wirklich sehr große Kunden wie jetzt eine Firma Max Bögel oder Zechbau oder auch ein bisschen aus einem anderen Bereich, eine Covivio. Auf der anderen Seite richten wir uns aber auch an die klassischen kleinen und mittelständischen Architekturbüros, Bauunternehmen, Ingenieurgesellschaften und Co. Weil es die meisten kennen, würde ich jetzt einfach mal ein Beispiel von einem unserer größeren Kundenpartner nehmen, wie zum Beispiel die Firma Max Bögel, die sehr, sehr innovativ ist und das Thema Modulbau sehr stark treibt. Und eins der wichtigen Themen oder gerade im Modulbau, wo sehr viel standardisiert ist, heißt eben auch die Kollaboration, die Zusammenarbeit, die Absprachen müssen top sein. Und mit Capmo, was sowohl auf dem Computer als auch auf lauter mobilen Geräten funktioniert, können die Leute eben auf der Baustelle vor Ort dokumentieren, was passiert, wie ist der Stand, können die Bautagesberichte führen, können aber auch Bauherrenwünsche aufnehmen, berücksichtigen oder auch mal Mängel verwalten und können das direkt mit all ihren Kollegen und zum Teil auch mit den Partnern, also mit dem angeschlossenen Architekturbüro oder mit dem Bauherren oder dem künftigen Vermieter klären, und das alles über eine zentrale Plattform, sodass die Zettelwirtschaft der Vergangenheit und Projektleiter, die 2 Tage die Woche damit verbringen, Leuten und Informationen nachzulaufen, der Vergangenheit angehört. Super. Und kannst du vielleicht über ein, zwei Stärken sprechen, wo Unternehmen sagen, das ist ein besonderer Mehrwert, das finden sie besonders gut bei euch? Ja, ich glaube, das sind 3 Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Jetzt wissen wir es ja alle und du bestimmt am allerbesten. Die Bau- und Immobilienwirtschaft ist noch in den Kinderschuhen, was die Digitalisierung angeht in vielen Stellen. Und darum legen wir ganz, ganz viel Wert drauf, dass unsere Software, unsere Lösung sehr einfach zu bedienen ist. Sie kann sehr viel, aber dabei achten wir immer drauf, dass auch die Anwender vor Ort schnell und einfach mit umgehen können, dass man, sobald man sich dafür entschieden hat und das mal 5 Minuten benutzt hat, sofort weiß, wie alles läuft. Der zweite wichtige Punkt, glaube ich, ist, dass unsere Kunden uns auch immer wieder sagen und wir das selbst so sehen, dass wir eben auf Englisch eine All-in-One-Lösung sind oder eben eine ganze Lösung und nicht mit lauter Inselsystemen verschiedene Einzelprozesse abbilden, sondern wirklich dabei helfen, die Baustelle ganzheitlich abzubilden und das All-in-One zu machen. Und zu guter Letzt, ich glaube, das ist gerade für viele Leute, die mit der Digitalisierung anfangen, ganz entscheidend, sehen wir eben uns auch als Anbieter, der mehr als Software macht. Wir sagen immer, wir sind der Partner an der Seite von unseren Kunden und legen sehr viel Wert auch auf Kundenschulungen und gerade auch das Thema Kundenservice. Wenn einer mal ein Problem hat oder eine Frage, erreicht man uns eigentlich innerhalb weniger Minuten telefonisch oder kriegt innerhalb von einer Stunde per E-Mail eine Antwort. Perfekt, gut zu wissen. Und dazu hören wir jetzt auch gleich im O-Ton. Heute haben wir auch Grigori Bodnicki dabei, der uns von MBN berichtet, wie die Zusammenarbeit mit Capmo läuft. Grigori, erstmal schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich gleich vorstellen, kurz darüber berichten, wie die Zusammenarbeit läuft und wer du persönlich bist. Sehr gerne. Ich würde vielleicht mit dem Unternehmen anfangen, wo ich tätig bin, nämlich bei der MBN GmbH. Wir sind ein mittelständisches Bauunternehmen
und im deutschen Raum aktiv, haben unsere Zentrale in Georgsmarienhütte in der Nähe von Osnabrück und 13 Niederlassungen überall in Deutschland verteilt. Ich selber sitze zum Beispiel hier in Berlin. Wir machen vor allem Hochbau, also praktisch alles, was über der Erde liegt, und sind da zum Beispiel im Bereich Industrie, Wohnbau, Bürogebäude und so weiter tätig. Haben ungefähr 630 Mitarbeiter und um die 470 Millionen Umsatz dieses Jahr. Und ich bin selber für den Bereich der Digitalisierung der Baustellen verantwortlich, und wir arbeiten hier unter anderem mit Capmo zusammen und sind da sehr froh, eben so einen Partner wie Capmo an unserer Seite zu haben. Wir nutzen es vor allem für die Aufnahme von Mängeln oder von Restleistungen, für die Kommunikation dann am Ende auch mit unseren Nachunternehmen oder Partnerunternehmen und unseren Bauherren. Nutzen das natürlich auch für interne Zwecke, um zum Beispiel Aufgaben auf einer Baustelle zu verwalten und einfach so eine zentrale Datenbank zu haben, wo eben alle drauf zugreifen können, also eine Single Source of Truth für alle Mitarbeiter auf der Baustelle. Und wir versuchen da immer mehr Baustellen mit einzubinden und eben Programme, die bis jetzt genutzt wurden, wie WhatsApp oder die übliche E-Mail-Kommunikation, mehr oder weniger einzudämmen und das Ganze über Capmo zu machen. Und eine der Stärken von Capmo ist eben dieses Kollaborative, das heißt, es können alle Projektbeteiligten eben über eine zentrale Plattform zusammenarbeiten, Fotos austauschen, eben Aufgaben verteilen. Jetzt ist zum Beispiel auch mit der neuen Bauzeitenplanfunktion noch ein Tool dazu gekommen, was wir eben auch in unseren Alltag mit einbinden können. Und bis jetzt muss ich auch berichten, dass der Support von Capmo super ist. Wenn man eben eine Anfrage oder vielleicht auch einen Änderungswunsch hat, wird das fast innerhalb von Stunden umgesetzt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, Capmo dann bei immer mehr Bauprojekten bei uns begrüßen zu dürfen. Super, Grigori. Vielen Dank für deinen Einblick, deine persönlichen Erfahrungswerte dort, und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und welche Tipps und Tricks für die Zusammenarbeit von Unternehmen und Startups kannst du den Zuschauern mit auf den Weg geben? Ich würde es jetzt mal die Zusammenarbeit Unternehmen und Startups auch mal ganz bewusst auf die Bau- und Immobilienbranche anlegen. Und da ist eine Sache ganz wichtig. Es bringt, glaube ich, überhaupt nichts, wenn man eine Lösung, die viel auch für die Anwender gemacht ist, wie in unserem Fall für Bauleiter, Projektleiter, natürlich auch Geschäftsführer, aber vor allem auch für die Nutzer, wenn man die nur in Absprache mit der Geschäftsführung dann macht. Weil wenn man nicht die Nutzer abholt, die Software am Ende bedienen sollen, egal ob das in Einführungen ist oder auch schon im Produktentwicklungsprozess, wo wir jetzt Gott sei Dank schon weit drüber sind, aber gerade am Anfang ist es entscheidend, dass man nicht nur die Entscheider abholt und mit denen spricht, sondern sich auch immer das Feedback der Endnutzer holt, weil ja, gerade in der Bauwirtschaft eine Software kann noch so toll sein und noch so viel können. Wenn sie am Ende nicht benutzt wird von den Anwendern, dann hilft das alles nicht viel. Und ich glaube, den Tipp haben wir selbst bekommen oder den Hinweis, dass Usability auf Englisch oder eben Benutzerfreundlichkeit entscheidend ist. Und ich glaube, das ist für alle Unternehmen und auch gerade für uns ein ganz großer Erfolgsschlüssel. Sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, das ist sehr wichtig. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, Tipps für Startups, wie sie noch besser mit Unternehmen in Kontakt kommen können? Ich glaube, einerseits Messen und Events, was in der Vergangenheit wichtig war und was sicher künftig auch wichtig wird, ist ganz entscheidend. Aber man darf sich darauf nicht verlassen, weil das häufig auch Zufall ist, wenn man da trifft, und sollte sich eben ganz, ganz klar sein, wer ist seine Zielgruppe. Bei uns eben ganz klar klein- und mittelständische Unternehmen im Vergleich zu jetzt vielleicht hoch-tief im Bau, und dann ganz bewusst auch auf die zugehen und sich eben auf eine Kundengruppe fokussieren, weil das einfach hilft, weil so eine hoch-tief vielleicht ein bisschen andere Anforderungen haben, als Gregory jetzt das von MBN ja gerade auch im O-Ton gut beschrieben hat. Perfekt, super. Kommen wir zur nächsten Frage. Was bewegt euch in den nächsten Jahren bei Capmo?
Bei uns bei Capmo, was wir sagen oder was wir sehen, ist, dass die Bauindustrie einfach eine der wichtigsten, größten, aber leider eben auch undigitalsten Industrien in ganz Europa ist. Und unser großes Ziel ist, dass die Bauindustrie nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern in Europa eben Fortschritte macht hinsichtlich der Digitalisierung. Und dafür bauen wir die All-in-One-Lösung für Baustellenmanagement. Und ganz wichtig, neben dieser Produktbreite, dass wir alles aus einer Hand anbieten, ist für uns in den nächsten Monaten, wo wir gerade so stark wachsen und hunderte Kunden onboarden, ganz wichtig, dass wir den Bezug zu unseren Kunden nicht verlieren und auch den exzellenten Service, den wir heute haben, auch in unserem starken Wachstum weiterbieten können. Wichtige Punkte. Wie kann man dich und euch am besten erreichen, wenn man jetzt sagt, klingt spannend, ich würde gerne mehr erfahren? Wenn man mehr erfahren möchte, ist es am einfachsten, wenn man bei uns auf der Website vorbeischaut, auf capmo.de. Und dort gibt es zwei Sachen. Einerseits kann man sich sehr, sehr viel informieren. Wir haben eine große Rubrik Bauwissen, wo Fachexperten ihre Best Practices und Wissen teilen rund um das Thema digitales Bauen, wie arbeite ich prozessorientiert. Und auf der anderen Seite, wenn man einen Blick in die Software werfen will, kann man Capmo kostenfrei 2 Wochen ausprobieren. Und wie ich schon gesagt habe, wir wollen eben mehr bieten als Software. Das heißt, wenn man sich für einen Test registriert, ist alles kostenfrei, wird man auch von einem unserer Kundenberater, unserer Digitalexperten an die Hand genommen, um vielleicht einige Fragen schon mal vorab zu klären, dass man die Testphase auch voll ausnutzen kann und live auf dem Projekt sieht, was mit Capmo auf einmal alles möglich ist. Das klingt doch super. Ansonsten, ich glaube, ihr seid auch auf der Digital Bau mit vor Ort im nächsten Jahr, wenn das denn Corona zulässt. Das sehen wir uns vielleicht auch persönlich. Da auf der Digitalbau sind wir auch wieder vor Ort, genau, auf den meisten Messen auch. Aber wie gesagt, wir sind super mit Videokonferenztools, Telefon und E-Mail ausgestattet, sodass wir unsere Kunden auch während der Pandemie super gut beraten können, auch wenn man sich vielleicht mal nicht sehen kann. Perfekt, das hat ja auch Gregory vorher nochmal bestätigt, das passt ja. Von meiner Seite vielen Dank, Florian, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr spannend aus deiner Erfahrung zu hören, aber auch die Tipps und Tricks. Ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst auch mal wieder persönlich treffen, vielleicht auf der Digitalbau. Und genau, bis bald. Dann dir auch, Christoph, vielen Dank, bis auf der Digitalbau oder sonst auch auf unserer Website capmo.de.